herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ja, ich freue mich, dass ihr zu mir gefunden habt. Ich habe hier meine Häkelprojekte liegen und ja, die wollte ich gerne mit euch teilen. Es ist überall was passiert. Ich habe auch eine ältere Sache jetzt nochmal hervorgeholt und weitergemacht. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Kuddelmuddel. Also, das ist ja der Pullover, wohl, oder eher gesagt jetzt T-Shirt mit dem V-Ausschnitt. Den habe ich ja mit einer Vierernadel gehäkelt. Wie ich den V-Ausschnitt gemacht habe, das zeige ich euch noch in einem separaten Video. Und ja, der Garn ist dieses Kuddelmuddel 3. Es ist fünffädig, 1500 Meter von Miss Pipinella. Das ist ein Etsy-Shop oder von Etsy habe ich es bestellt bei ihr. Und ja, ist noch gut was übrig. Da werde ich noch irgendwas anderes draus machen. Mal schauen. Ja, das T-Shirt, ich will immer Pulli sagen, aber es ist ein T-Shirt, ist fertig. Es ist super leicht. Ja. Die Ärmelchen sind dran. Das ist jetzt gerade so für mich passend. Ich wollte eigentlich länger machen, also Dreiviertelarm wollte ich ja machen. Aber ich habe dann jetzt hier aufgehört. Also es geht sozusagen in die Mitte von meinem Oberarm. Ja. Aber mir gefällt das so, ist super. Ich habe auch hier jetzt die vorderen und hinteren Reliefstäbchen dran gemacht. Wie hier unten. Und ja, wie gesagt, an beiden Seiten die Ärmelchen dann abgezählt, dass die von den Reihen her gleich sind. Und ja, genau. Da waren wir ja das letzte Mal, da hatte ich es euch gezeigt und da kam jetzt das hier noch dazu und der Ärmel hier. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ist auch schön zum Tragen. Getragen habe ich ihn jetzt noch nicht, denn ihr seht es, ich habe hier noch mein Herzchen dran. Das werde ich aber jetzt abmachen und dann denke ich mal, werde ich den hier Faden noch vernähen und dann ist das erledigt. Dann darf er getragen werden. Ja. Genau. Das Muster ist super einfach, super schön gehäkelt. Und auch mit dem V-Ausschnitt ist das klasse gewesen. Hätte ich mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ich muss zwar auch ein bisschen schauen, wie ich es mache, aber ja, war trotzdem ganz gut. Hier am Ausschnitt habe ich jetzt nichts mehr dran gemacht. Den lasse ich auch so. Ich denke, das fällt ganz gut. Da könnte man jetzt auch noch so vordere und hintere Reliefstäbchen dran machen, aber wie gesagt, mir gefällt es so ganz gut. Das werde ich so lassen. Und ja, das kann ja jeder dann so machen, wie er das möchte. Ich zeige euch das aber dann so, wie ich es hier gemacht habe. Und ja, dann könnt ihr ja selbst entscheiden, ob ihr da noch was dran häkelt oder nicht. Ja, das war der Pullover. Und dann greifen wir einfach hier rein. Haben wir hier das nächste. Das ist ein Knäuel. Unikatis Bobble. Es ist flammengeküsst. 1000 Meter, vierfach, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl.
Das ist der von dem Etsy-Shop übrigens auch, von der Miss Pimpinella. Hier, der ist geeignet 3er bis 4er Nadel. Ist ja ein Vierfach. Ich lasse das immer gern so dran, wie ich es bekomme. Ich finde, das sieht immer sehr süß aus. Ja, jetzt habe ich hier noch ein paar Hundehaare. Entschuldigung. Ja, da hatte ich ein Tuch angeschlagen. Und ja, das wächst jetzt einfach so ein bisschen weiter. So wie es hier liegt. Das wird auch, das mache ich mit einer Vierernadel, das kann man nicht mehr so gut lesen, aber das ist auch eine Vierernadel, noch eine alte, die ich gefunden hatte beim Aufräumen. Die hakt hier vorne ein bisschen, also da bleiben die Fäden immer so ein bisschen hängen. Die hat hier eine ganz, ganz kleine Nase. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie abgeschliffen kriege oder sowas. Oder was meint ihr? Denkt ihr, da kann man... Ja, mit einer Nagelfeile wahrscheinlich schon. Ich muss es mal probieren. Und dann hängt da auch nichts mehr. Also die Fäden, da bleibt immer so einer dann dran hängen, der dann nicht mit durch die Masche möchte. Ja. Und das hier ist ein einfaches, ja, so, weiß nicht, nennt man die Muschelmuster. Hier vorne war ja mit Stäbchen, dann über Kreuz und dann habe ich das Muschelmuster angefangen. Das gefällt mir auch ganz gut, aber ich denke mal, dass ich hier dieses Muster noch mal einarbeite. Ja. Und dann läuft das Tuch immer so schön weiter. Ich hätte jetzt nicht gedacht mit diesen Muscheln, dass das trotzdem hier so dicht wird. Aber ich finde schon, dass das ganz gut ist. Ja, letztes Mal hatte ich es euch hier gezeigt. Da war ich ja gerade am Anfang von dem Tuch. Und ja, ist jetzt nur ein bisschen gewachsen. Aber trotzdem ist es ein Stückchen gewachsen. Und das wollte ich euch einfach zeigen. Versetzen wir mal den Markierer. Den machen wir jetzt hier rein. Und dann wissen wir das fürs nächste Mal. Ja. Ich bin mal gespannt, wenn das Orange aufgebraucht ist. Da ist ja nicht mehr viel. Und dann in in den Beereton da geht. Und ins Schwarze nachher. Das ist nachher ja komplett schwarz. Ich denke mal, das wird ein super schöner Verlauf werden. Ja. Genau, das Ganze wohnt hier in dem kleinen Projektbeutel, in dem Eukalyptus Beutelchen. Da passt es auch gut rein. Ich kann das Projekt auch noch oben drauf legen. Deswegen ist das so super. So, das war der. Den lege ich jetzt auch mal noch hier drauf. Dann habe ich an meiner Decke weiter gehäkelt. Das wird hier mit einer 5,5er Nadel gehäkelt. Das wohnt in der kleinen Stitch-Tüte. Und das sind diese beiden Knolls. Das ist ja einmal der Wendy Polyacryl und Wolle. 80 Polyacryl, 20 Wolle. Das hat eine Lauflänge von 820 Meter circa. Ja, das hatte ich, weiß gar nicht mehr, wo ich das her hatte. Aber ich hatte es euch, glaube ich, gezeigt. Entweder aus dem Center Shop. Ich weiß es aber nicht mehr. Und dann haben wir hier noch das Einhorn, die Einhornwolle aus dem Teddy. Die hat 390 Meter.
Die lasse ich mitlaufen mit dem zarten Farbenwechsel dabei. Davon habe ich auch noch, ich glaube, 1 oder 2 Knäuels auf alle Fälle. Also das müsste reichen. Ja, und dann haben wir hier die Decke, wenn es das wird. Da bin ich mir noch unschlüssig. Und das ist ja das mit dem Zopfmuster, das ich euch ja schon gezeigt hatte. Und die Zopfmuster laufen ja parallel. Und hier auf den Seiten läuft ein anderes Muster. Ich arbeite hier auch immer mit Reliefstäbchen. Habe ich auch hier. Und dann einmal das Muster und dann wieder die Reliefstäbchen. Ja. Da ist jetzt nicht so viel dazu gekommen, seit ich es euch gezeigt habe letzte Woche. Aber trotzdem ein bisschen. Da waren wir hier, hatte ich den Markierer gesetzt. Und das kam jetzt sozusagen dazu. 2, 3 Reihen. Es zieht sich sehr zusammen durch die Reliefstäbchen. Seht ihr es auch, dass sich das immer so ein bisschen einrollt und einklappt. Aber ich denke mal, das gibt sich mit der Zeit wieder. Ja. Ich denke auch, dass wenn ich fast am Ende bin, dass da auf alle Fälle noch ein Rand drum kommt. Denn wenn ich es so lassen würde, wird sich das halt immer wieder einrollen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass da noch eine Umrandung dran kommt. Eine Spitze, eine Bordüre, je nachdem. Mal schauen. Ja. Jetzt haben wir genau eine neue Reihe angefangen, sozusagen. Und da ist es halt mit so einem Muster. Das ist halt ein bisschen luftiger, aber das ist nicht schlimm. Das ist schon in Ordnung. Ja, und wenn ihr dann mal guckt, wenn die Reliefstäbchen nicht wären, dadurch, dass sich das so zusammenzieht, wäre das Ganze halt ein bisschen größer. Aber das ist nicht schlimm, mich stört es nicht. Das darf gern so sein. Ja. Ich finde auch das Muster hier mit diesem Zopf, das kommt ganz gut zur Geltung. Das kommt auch gut raus. Das ist wirklich schön. Gefällt mir ganz gut. Ja, und dann hatte ich noch durch meine Sachen ein bisschen gestöbert und habe noch ein altes Projekt gefunden. Das wohnt hier in der Waldtiertüte. Tüte, Beutel. Und ja, das habe ich euch schon länger nicht mehr gezeigt. Ich hatte es aber auch schon länger nicht mehr in der Hand. Wieso, weshalb, weiß ich nicht. Hatte Lust wahrscheinlich auf andere Sachen. Und deswegen ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist dieses Tuch. Und zwar, das ist, hatte ich angefangen mit einer 3er Nadel zu häkeln. Ich bin jetzt rumgegangen auf die 3,5er Nadel. Und das ist gehäkelt mit dem Garn Flair Wollbiene. Und das ist, glaube ich, wo ist es? Hier habt ihr mal die Farbnummer und das Lot. Die 912 ist das gewesen oder ist es. Es hat eine Lauflänge von 1000 Meter und es ist 100% Baumwolle. Ja, und ihr seht es, ich bin jetzt so bei diesem dunklen Roséton angekommen. Also fehlt auch nicht mehr viel und dann ist das auch aufgebraucht. Uah, es löst sich auf. Ja. So, packe ich kurz rein. Ich stelle das mal rüber. Ja, das ist
auch hier, es hat in dem dunklen Grau gestartet und geht dann halt immer höher ins Helle. Ja, und irgendwie ist das in Vergessenheit geraten. Ich weiß nicht, warum, weshalb, aber ja, jetzt sind halt noch mal ein paar Reihen dazugekommen. Das ist ein unterschiedliches Muster. Es wird immer eine Reihe Stäbchen gehäkelt, dann ein Muster, Stäbchen, Muster, Stäbchen. Aber halt einfach gehalten. Ja. Und ich finde, so ist das ganz süß geworden. Ja, wie gesagt, kamen mir nur die paar Reihen dazu. Aber trotzdem wollte ich es euch gerne zeigen. Und dann versetzen wir einfach den Maschenmarkierer und dann schauen wir mal, wann das Tüchlein fertig ist. Wobei bei dem Tuch habe ich ja keine Eile. Auch bei den anderen Tuch mit dem Bobbel von Kathrinchen Kirschblüte. Das ist ja auch ein Etsy-Shop. Könnt ihr stöbern gehen. Sehr schön. Und ja, genau. Sehr schön. Die Sachen so gefallen mir sehr gut. Wie sollte es auch anders sein? Ja, ich habe halt an allem ein bisschen was gehäkelt. Und ja, wollte ich euch trotzdem mal zeigen. Wie gesagt, von dem Pullover-T-Shirt kommt noch die Anleitung. Ich wollte sie erst in einer kleineren Version häkeln, aber ja, das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich es wollte. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich euch das nicht dann doch in dieser Größe einfach zeige. Ja, genau. In diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet eine wunderschöne Woche und ihr startet gut ins Wochenende. Ihr seid gesund hoffentlich und bei euch ist das Wetter vielleicht schön. Bei uns momentan nicht, schon wieder. Es regnet viel. Oder nieselt, es ist nicht mehr so ein Starkregen, aber es ist halt nicht beständig, unser Wetter hier. Aber gut, was will man machen? Ist halt das Wetter. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne ein Däumchen da, wenn ihr möchtet. Und ein kostenloses Abo könnt ihr natürlich auch gerne da lassen. Samstags kommt immer ein Video zu meinen Häkelsachen und dienstags immer ein Video zum Diamond Painting. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut. Tschüss!